Timo, Ja, ich bin servus. Alex. Grüß dich. Ich zeige dir hier mal, wie du selber mit unserem Roboter fahren kannst. Kann ich auch nichts kaputt machen? Nein. Wir haben ein Bediengerät, das ist unser Ready-to-Pilot. Den stecke ich jetzt einfach mal auf den Roboter drauf. Das Ding macht so eine Funkverbindung wie WLAN. Am Roboter muss man so eine Paniktaste drücken, die einfach guckt, ob man... Ich bin natürlich ein riesen Technik-Freak und in so einen Gadget-Laden mal reinzuschauen, also wirklich nur Techies hier unterwegs und mit tollen Ideen und das Ganze auch mal wirklich nah erklärt zu bekommen, was da hintenrum eigentlich geleistet wird, ist schon spannend und hochinteressant und wie komplex diese Maschinen arbeiten, wie präzise und schnell und intelligent aber auch. Das ist schon super interessant. Und jetzt versuch's doch selber mal. Das wird ziemlich intuitiv, muss ich sagen. Du kannst jetzt auf die Schnelle selber ein Schweißprogramm programmieren. Das geht ratzfatz. Ich fahre mal den Roboter in seine Grundstellung zurück. Das mache ich bei meinem Panel. Ich drücke einfach Reset und fahre auf meine Ausgangsposition. Und jetzt beispielsweise, wenn wir hier oben diese Schweißnaht machen wollten, ziehe ich meinen Roboter ungefähr hier so 10 cm drüber. Ja, ich muss mir auch die Dinge nochmal oft erarbeiten und auch nochmal oft die Bewegung nachfahren, weil der Arm ist für mich wie so ein Roboterarm, das Werkzeug in dem Sinne und hier ist nur die Programmierung und am Ende ist mein Körper für mich mein Roboterarm oder der Roboter und hier findet die ganze Logik statt und von daher hat sich das so ein bisschen ähnlich angefühlt gerade. Und jetzt wiederhole ich mal dieses Programm, was wir gerade erstellt haben. Also ich drücke hier jedes Mal immer die Play-Forward-Taste, genauso wie früher am Videorekorder guckt das Ding aus. Und zurück. Also mehr braucht man erstmal nicht für Bewegung. Haben wir doch was ich später mal machen kann. Ja, das war jetzt mal was ganz Neues, wirklich auch mal Hand anlegen zu dürfen. Ja, super intuitiv eigentlich. Der Roboter hat sofort auf die Bewegung reagiert und ich habe mich sofort so ein bisschen auch ans Tischtennisspielen erinnert gefühlt, weil ich fahre oft zwischen den Ballwechseln auch mal eine Bewegung nochmal ab, wo da vielleicht ein kleiner Fehler passiert ist, das einfach nochmal zu merken. Und so ähnlich hat sich das eben auch mit dem Roboterarm angefühlt. Fühlt sich irgendwie auch so an, wie wenn ich Tischtennis spiele. Ich stelle auch meinen Winkel immer so ein bisschen. Du müsstest jetzt natürlich selber diese Sicherheitstaste beim Programmieren drücken, aber so auf dem kleinen Feld geht das schon mal zu zweit. Cool, hat Spaß gemacht, danke. Also, bitte. Orange Intelligenz.